I'm so excited about our meeting on Thursday. Wir fangen ja dann an, so wie im Text, damit wir jeden Text Gerald sagt, es ist 18 Uhr und wir beginnen mit der Einladung an alle zur Erstellung des Videofilms Integrazione über die Integration von Kunst, Sprache, Architektur, Medien, Original- und Vervielfältigungen. Anwesend sind die werten Protagonisten der Wiener Kulturszene und ihre geschätzten Gäste. Als erster möchte ich vorstellen den Herrn Philipp Konzett. Philipp Konzett ist Sammler aus Herz und Seele und dazu ein Kunsthändler, damit er ein wirklicher großer Sammler werden kann. Er wird uns auch über das Thema berichten. Als nächster möchte ich vorstellen einen der
großartigsten Künstler, die ich in Wien schätze. Es ist der Hofstetter Kurt. Künstler. Er ist noch mehr, aber das will er gar nicht verbreiten, aber ich sage es euch, er ist gleichzeitig Mathematiker, Philosoph und Wissenschaftler. Dann ist hier die Joseline Blake-Barnett, Theoretikerin, Kulturproduzentin, Mensch und Performance-Künstlerin. Dann freue ich mich noch vorzustellen, den Herrn Büchel, Architekt. Nächstes Milan, Mijalkovic, er ist Architekt und Künstler, Freund und Star und Gerngross. Und Politiker. Und jetzt ist noch ein wichtiger Mann, der Gerald Kofler, der den Film macht, ist Medienkünstler und Journalist und macht die Videoaufnahmen vor Ort und ist auch ein Freund von Heidulf Gerngross und der gesamten Star-Organisation. Und last but not least, Heidulf Gerngross. Die Schule für Architektur, Sprache, Städteplanung, bildende Kunst, Medien und so weiter, Wein und mehr. Am 18. Dezember um 17 Uhr sind die ersten Gäste eingetroffen. Ein Sondergast ist Anna von Serbien. Mijalkovic, Kulturträgerin von Mittel-, ganz Europa und Südeuropa. Treffen am 18. Dezember um 17 Uhr. Jetzt ist es 18 Uhr in der Galerie Oberground in der Schwarzen Bergstraße 8 zur Vordiskussion und zum Warmlaufen kamen die Gäste um 17 Uhr. Jetzt ist es schon 18 Uhr und hier begannen die Videoaufnahmen von Gerald Kofler über das Thema Integrazione. Integrazione deshalb, weil es im Jahr 2002 war ich Österreicher bei der Biennale in Venedig unter dem Titel Integrazione, dem Wahnsinn braucht Methode. Und jetzt haben wir diese Integrazione von damals fortgesetzt über die Integration von Kunst, Sprache, Architektur, Medien, Original und Vervielfältigung. Das Video wird live auf YouTube und Facebook übertragen. Go, see, come. Go, see, come. Der erste ist jetzt Philipp Konzett, der ein paar Worte vielleicht aus sich heraus strömen lassen kann. Ja, also guten Abend. Es freut mich natürlich, in dem Freundeskreis da zu sein und macht mir besondere Freude für den Heidulf ein Thema anzusprechen, das mir ja auf dem Herzen liegt, weil es geht ja um Integration. Heute ist es ein Thema, wir sind auf einer Welt, wo wir die ganzen alles der Welt entnehmen, alle Dinge der Kunst, alle Dinge der Technik, alles entnehmen wir, aber wir wollen in unserem kleinen Ländchen Zäune bauen und was weiß ich. Das heißt, das Thema Integration geht ja weiter, als wir denken können und wir müssen den Denkraum erweitern, so wie es immer schon die Menschen gemacht haben. Wir erinnern uns, die Venus von Willendorf, 30.000 vor Christus. Es geht darum, dass die Menschen sich in einer evolutionären Form entwickelt haben, indem sie sich das zu eigen gemacht haben, was die Menschen vorher gemacht haben. Das heißt, heute ist es so, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die sind Spezialisten. Sie sind Techniker, sie sind das und das, aber sie denken nur in ihrer Sparte. Und das, was mir in meinem ganzen Leben immer am Herzen war, war das ganz wichtig. Ich bin geboren in einer Familie, mein Vater war Teppichhändler. Bei uns waren in den frühen 70er Jahren, ich bin 65 geboren, waren immer Türken, Perser, Syrer, Ägypter, immer diese kosmopolitische Welt des Orients bei uns zu Hause, die mich eigentlich
nicht beschäftigt hat. Ich habe es auch nicht gelernt bekommen, sondern ich war nur anwesend. Und die bloße Anwesenheit hat aus mir das gemacht, was ich heute bin, weil ich ein Wissen habe, ohne dass ich weiß, woher. Aber ich habe zugehört, wahrscheinlich deswegen. Aber es ist der eine Grund, ist das, dass wenn man fremden Kulturen zuhört und dann sich anschaut, wie machen die das, aha, wie war das bei uns, was ist da passiert, ist es einfach für mich eine Notwendigkeit, die ja genau das Thema von Heidulf ist. Heidulf Gerngross ist ein Künstler, ist ein Mensch, natürlich, das ist in erster Linie Mensch, er ist ein Künstler. Viele sagen, ja, das ist ja der Architekt Gerngross. Sage ich, nein, der Heidulf ist ein Mensch, der alles ist. Er ist einfach, wie Josef Beuys schon gesagt hat, jeder Mensch ist ein Künstler und es hat kreative Kräfte und die soll er aussetzen. Und das ist eigentlich ein Paradebeispiel an einem Künstler, der alle Sparten, ganz egal, was er in seinem Leben bis jetzt gemacht hat, es war ihm vollkommen gleichgültig, ob es Architektur ist, Malerei, Design, Erfindungen. Er ist ja Erfinder, hat ein Alphabet erfunden, er ist in einer Größe, die mich halt sehr stark imponiert hat. Dann ist er Herausgeber eines Magazins. Er ist ein Mensch für mich und vor allem muss ich dazu sagen, ich könnte ja nicht nur ein Sohn sein von ihm, sondern wahrscheinlich schon ein Enkel. Aber es ist so, dass in dem Alter habe ich noch nie einen Menschen gesehen, der so viel auf die Beine stellt wie Heidulf Gerngross. Und das ist auch der Grund, warum es mir einfach so leicht fällt, einfach Worte zu finden, über so einen Menschen zu sprechen. Und das muss man ganz klar sagen. Die befreundeten Künstler vom Heidulf, wie Hofstetter Kurt, der auch ein lieber Freund ist von mir, der in der gleichen Weise ein Genie ist. Also es ist einfach dieser Freundeskreis, der mein Leben so erweitert hat, wie es ich als Kind in meinen Orient-Fantasien erlebt habe. Und das ist das Schönste, das für mich das Wichtigste ist, dass man in seinem Leben nie auslernt, sondern jeden Tag etwas dazu bekommt, es integriert und innerhalb der Evolution verwendet, für sich selbst und für die Außenwelt. Und ich glaube, wenn man diese Kombinationen denkt und das global, dann hat sich das Wort Integration eigentlich ja fast schon erübrigt. Wir brauchen keine Integration, weil Integration eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und nicht ein Muss, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Und es geht darum, dass wir auf dieser Welt sind. Wir müssen uns integrieren auf dieser einen Welt. Und das ist eigentlich etwas, was ich in seiner Kunst und auch hier bei den Veranstaltern, und mich freut das, dass ich hier sein darf. Danke. Bravo! Bravo! Ich möchte an dieser Selbstverständlichkeit gleich anschließen. Und zwar, wie ich Heidulf kennengelernt habe, das war ein Telefonat. Ich glaube, das war die Elementarwelle oder früher noch diese Drei-Kugel-Skulptur, wo er gesagt hat, er hat angerufen und gesagt, Kurt, ich nehme diese Form von diesen 3 Kugeln und plane ein Hochhaus. Und das Wichtige ist, er hat gesagt, ich frage dich nicht, ob ich das jetzt nehmen darf oder nicht. Ich nehme sowieso. Und diese Selbstverständlichkeit war für mich auch so eine umgekehrte Selbstverständlichkeit. Das war ein inaugurativer Moment für mich, wo ein Feld aufgegangen ist, ein Horizont aufgegangen ist, wo ich den Heidulf kennengelernt habe und ich seitdem in einer schon sehr tiefen Synchronisation viele Momente, auch viele Zeitungsartikel und viele Zeitungspublikationen mit ihm habe machen können. Das wollte ich mit Blick auf Selbstverständlichkeit sagen. Das war selbstverständlich in dem Augenblick, wie der Heidulf mir das begegnet. Auch die Selbstverständlichkeit. Hurra! I would like to introduce Carl Jung. We are all here now. We are currently taking the form of what appear to be men and women. Now, how we identify by pronoun, he, she, it, they, them, we can have a gender discourse around later.
But I would like to introduce Jung at this moment when talking about self-explanatory naivety, that it is self-understood. Because for Jung, the integrative process was a priori a process. Integration may be self-understandable, but it is a process of addressing the masculine and the feminine aspects. So I am of the opinion that the masculine and feminine, also with Jung here, is not just, okay, I am born a woman, you are born a man, something like this, but that in things in life there is a masculine and feminine aspect. In objects, in scenarios, in locations, in places, in interactions even, possibly. For Jung, integratedness was that the masculine and the feminine would be not in opposition to the other one, but in a kind of perfect union. So what interests me right now a lot in this situation is to consider, if we were to open our perception, we would ask ourselves, what for me is a masculine aspect of this as a quality? What for where we are now in this realm, like you can see, we have a realm, you know, we have these plants, we have these things, you know. And what for me is a feminine aspect of this space? Because I believe for a person to be integrated, and I agree with you here, not only must he or she be integrated in her masculinity and femininity on an energetic level, but the space that he or she inhabits, the environment, must also be integrated. So Heidulf deals with Raum, so to speak. Space. There's no place at the other space. Raum. And I want to ask the question, now open the question, how can we think about an integrated Raum? If we think of a Raum as having a masculine and a feminine aspect, if we take this embodied integratedness of Jung away from just the person and bring it into the space, is this meaning that feminine is receptive? Is this meaning that masculine is directive? I don't think that's super easy to define. It's not meant to be like, oh, blah. The masculine is direct, the feminine is receiving. I mean, it's pretty boring. So I would like to sort of think further about space as potentially integratable, as an a priori state necessary for the integrated human, in thinking about these qualities. So I think that we have to question ourselves again and again, how we are perceiving our own natures. Like, for example, if I cut out a part of myself, am I integrating this? No. So how can I include the parts of myself that feel less suitable? How can a space that has parts that seem unsavory be included so as to create an assimilated environment? I think we deal with this on a personal level, on a local level, on a global level, and so on. This does not mean forcing people or situations to agree. This means more including when it is uncomfortable. I believe that this is what Jung meant with his process of integration. And I will stop with this. Thank you. Bye. Bravo! Bravo! Am I the next one? I hope. Also ich werde jetzt eigentlich eine Rede halten. Ich habe 3 Bücher geschrieben. Eine von denen heißt Allumfassende Zufriedenheit. Untertitel ist Über das Apolitische. Das zweite Buch bzw. die zweite Rede heißt Migranten sind Barbaren, mit dem Untertitel Über das Undemokratische der Demokratie seit der Antike bis zur Gegenwart. Und die dritte Rede, bzw. das dritte Buch heißt Disput, mit dem Untertitel Grundprinzip und Existenzberechtigung der Demokratie. Also jetzt kommt die allumfassende Zufriedenheit, das ist eine kurze Rede. Diana Jelenkovic wird mich in der Mitte irgendwie unterstützen. Es wird circa 10 Minuten dauern, also bitte um Geduld. Genau wie eine Predigt. Genau wie eine Predigt, genau. Ich versuche es in dem Buch eigentlich mehr oder weniger alles, was heute gesagt worden ist, zu komprimieren und davon zu erzählen. Ich habe mir gedacht, eigentlich, ich will nicht, dass diese Rede von mir rauskommt, sondern dass das einfach eine Stimme ist, die gehört wird. Deswegen gehe ich jetzt mal unter den Tisch, weil
bei Milan Mijalkovic spielt da eigentlich keine Rolle. Hörst du mich gut? Also hört man die Stimme? Ja. Hört man die Stimme. Ja, sehr gut. Antifaschisten, Antinationalisten, Pazifisten und Humanisten sind heute die überzeugten Demokraten. Die Interessen sind verschieden, die Menschen, all die Sprachen, all diese Unterschiede machen es unmöglich, sagen sie. Eine allumfassende Zufriedenheit ist zwischen uns nicht möglich. Es klingt in ihren Ohren dann fast esoterisch. Allumfassende Zufriedenheit. Und die Geschichte steht auch auf der Seite der Demokraten. Ihre Geschichte hat ihnen angeblich gezeigt und bewiesen, dass das so ist. Sowas hat es nie gegeben. Eine allumfassende Zufriedenheit ist unmöglich und fügen dann noch dazu, dass es auch sehr langweilig wäre, wenn wir alle die gleichen Interessen hätten. Das wäre sogar Totalitarismus, sagen sie. Und so schürt man die Angst von der allumfassenden Zufriedenheit selbst. Totalitarismus. Totalitarismus? In einem Satz sage ich, wenn die Empathie funktioniert, wird es keine Demokraten mehr geben. Und frage mich, ob die Demokratie von gleichen oder von diametralen Interessen stammt. Sind die Demokraten vereint im Missverstehen der Demokratie? Wird die Natur zum ersten gemeinsamen Interesse aller Demokraten weltweit? Ein präzises Instrument. Eine Neuerfindung wird erwartet. Man glaubt an die Wissenschaft und vor allem an die Wirtschaft. Sie vergessen aber, dass die Verehrung der Tücher, der Göttin des Schicksals, der Glaube an den Zufall und an die Unwahrscheinlichkeit und der Zweifel am Selbst, an der Entscheidungsmacht, die Tyrannie herbeirufen. Es wird nichts Neues kommen. Keine Erfindung aus dem Labor und keine neuen Schulden werden zur Erlösung führen. Auf Mazedonisch heißt es Spas, Erlösung. Durch die Rettung der Natur rettet man nicht die Menschen, nicht die Natur, nicht die Wälder, nicht die Luft, nicht die Bienen, nicht die Tiere, auch nicht die Insekten. Die Menschen leiden. Die Ausbeutung der Menschen zerstört die Natur und das war immer so. Mit der Steigerung der Ausbeutung steigt die Zerstörung. Nur viele verschuldete Sklaven und die Arbeit, die von ihnen gemacht wurde, konnte und kann eine zerstörerische Wirkung auf die Natur haben, die dann die Kultur vernichtete und vernichtet. Es war aber immer der Mensch, nicht die Idee, nicht das Logos. Es war der Mensch selbst, der den weiteren Weg verdeutlicht hat. Nicht die Natur, nicht die Sprache, nicht die Rituale haben Naturen und Kulturen zerstört, wie oft von Archäologen und Historikern verwechselt wird. Die Intensivierung
und die Übertreibung der Rituale ist und war doch immer ein Zeichen der Verzweiflung und der Machtlosigkeit. Es ist klar, die Aktualität hat es uns gezeigt. Die in Demokratien versammelten Völker treffen Entscheidungen, die wetterabhängig sind. Die Überzeugung, dass die Entscheidungen bloß von Demos, von uns getroffen werden können, hat sich als falsch erwiesen. Die Natur spielt wieder mal eine wichtige Rolle. Sie lässt sich nicht mehr diskriminieren. Es scheint uns, dass auch sie in die Entscheidungsprozesse rasch integriert werden muss. Die Klimaerwärmung schwebt über uns und der Himmel wird uns bald auf den Kopf fallen. Sie muss mitentscheiden, ist oft zu hören. Wir werden überstimmt, sage ich. Die Rückkehr zur Natur ist der Zweifel an der Demokratie, um genau zu sein. Und ganz konkret, durch die Verarschung der Armen rettet man nicht den Planet. Vor der Stimme der Natur soll die fremde Stimme in der Agora kommen. Sie soll endlich gehört und reflektiert werden. Das Undemokratische an der Demokratie war seit jeher, dass sie dazu verdammt worden war, der fremden Geschichte und fremden Geschichten zu misstrauen und diese misszuverstehen. Und wenn ich sage, dass die Demokratie ein Aberglaube an die Macht der eigenen Sprache ist, meine ich, dass diese Sprache die Kräfte verloren hat. Die Demokratie spricht nun eine andere, eine undemokratische Sprache, um den Barbaren, eben den Fremden zu imponieren und sie zu verblenden. Wie in dem Gedicht von Konstantinos Petro Kavafis, dem Poeten aus Alexandrien, der schön und klar gedichtet hat. Die Barbaren erwarten. Was erwarten wir auf den Markt zusammengedrängt? Dass die Barbaren heute eingreifen werden. Warum eine solche Untätigkeit im Senat? Was sitzen die Senatoren und Gesetzgeber nicht? Weil die Barbaren heute eingreifen werden. Was für Gesetze werden die Senatoren machen? Die Barbaren, kommen sie nur, werden Gesetzgeber sein. Warum erhob sich unser Kaiser so früh und sitzt in der Stadt erhabensten Tor, hoch auf dem Thron als Herrscher die Krone tragend? Weil die Barbaren heute eintreffen werden. Und der Kaiser wartet darauf, ihren Häuptling zu empfangen. Besonders bereitet er ein Pergament vor zur Überreichung. Darin lässt er jenen mit vielen Titeln und Namen einschreiben. Warum erscheinen unsere zwei Konsuln und die Prätoren heute mit den roten, mit den bestickten Dogge? Warum legen sie Armbänder an mit so vielen Amethysten und Ringe mit heilen glitzernden Smaragden? Warum mussten sie heute kostbare Stäbe ergreifen mit herrlich graviertem Silber und Goldwerk? Weil die Barbaren heute eintreffen werden und derlei Dinge blenden die Barbaren. Warum kommen wie sonst nicht die würdigen Rhetoren aus, ihre Worte vorzubringen, das Ihrige zu sagen? Weil die Barbaren heute eintreffen werden und die Blumen bei Schönsprüchen und Volksreden. Warum auf einmal, dass diese Unruhe ausbricht und Verwirrung?
Die Gesichter, wie ernst sie wurden. Warum leeren sich so schnell die Straßen und Plätze? Und alles steht in die Häuser sehr nachdenklich. Alles steht in die Häuser sehr nachdenklich. Weil es Nacht wurde und die Barbaren nicht kamen. Und die Leute trafen ein aus dem Grenzbezirk und sagten, dass es Barbaren nicht mehr gibt. Und jetzt, was so eine Barbaren aus uns wird? Diese Menschen waren eine Art Lösung. Danke. Bravo! Geht es weiter? Das Klima hat sich verändert. Das Klima hat sich verändert. Die Migranten sind die Barbaren. Die Migranten sind die Barbaren. Die Grenze ist wiederbelebt, die Demokratie verteidigt und gesichert. Gott sei Dank, freut sich der Demokrat. Ich erinnere aber, dass diese Verwechslung eine Entscheidung, aber nie eine Lösung war. Natürlich, die Stimme des Volkes ist das, was gezählt wird und was zählt, aber ist nicht die Stimme des Volkes, die Stimme der Barbaren selbst. Ich wiederhole, ist nicht die Stimme des Volkes die Stimme der Barbaren selbst? Ist uns alles klar und deutlich? Haben wir uns missverstanden? Haben wir uns verwechselt? Barbarei ist Selbstbetrug. Die Täuschung des Selbst, das Barbarische. Barbarei ist die Verwechslung und die Zerwertung von allem. Die Lüge und die Wahrheit. Die Lüge und die Wahrheit, die Dämonen und die Natur, Aberglaube und Glaube, Freundschaft und Arbeit, ich und ihr, Diktatur und Demokratie, Totalitarismus und die allumfassende Zufriedenheit. Alles wird vertauscht und verhandelt. Und genau jene, die die Welt selbst verwechselt haben und verwechseln, jene, die das andere verscheucht haben, um den Disput zu ritualisieren, opferten auch die Empathie, misstrauen dem Mitgefühl und erzeugen Alternativlosigkeit, Selbstschuld und Hoffnung. Und wenn man über sie spricht, dann muss man auch an die Christen denken. An uns, sagen jene, die den Toten bejubeln sozusagen. Jene, die die verderblichste aller möglichen Entscheidungen feiern, vergöttern und vergottet haben. Sie sagen, es konnte für uns, für alle besser werden, aber es wurde dagegen gewählt, wurde angeblich auch falsch gezählt. Das ist unsere Geschichte. Aber war das die allumfassende Zufriedenheit? Ist das etwas Göttliches? Fragen mich auch die Demokraten. Die Verwechslungen. Das Gefährlichste. Nicht die Götter, nicht der Totalitarismus, nicht die Dämonen, keine Barbaren, auch nicht die Wirtschaft oder das Kapital selbst, nicht die Lüge, nicht die Natur, nicht der Tod, nicht das Fremde, nicht die Terroristen, das Unbekannte oder das Unbekannte,
auch nicht das Unaussprechliche. Die Verwechslung selbst, das ist es. Die Verwechslungen regen die Natur auf, dann schlägt sie zurück und dann weiß man, man ist versklavt. Wenn man denkt, dass die Natur leidet und man sie nicht mehr erkennt, dann ist es soweit, du bist versklavt und kein Christ noch Demokrat. Die Verwechslungen sind es und dann muss man lachen. Und dann lachen wir über uns. Haha! Ja. To make it right. Allumfassende Zufriedenheit! To make it right. The king has come to stop this. Great. Yes. Great. Und jetzt kommt der Gerald Kofler, der selbst das Video dreht und jetzt ein Vorwort. Bravo. Ja, die allumfassende Zufriedenheit, die soll uns heute noch den ganzen Abend begleiten, würde ich vorschlagen. Nach einem derartig unterhaltsamen und performanten Miteinander sollten wir uns ein wenig in Freude und Hedonismus ergehen und ein Gläschen heben auf den schönen, angebrochenen Abend. Bravo. Bravo! Und unser Gast! Unser Gast! So beat all these people and put them right. If they don't listen, they get beat down. Yeah, the king has come. They must listen. Things must change. Must change. Und jetzt ein Epilog von Architekt Heinrich Büchel. Bravo! Wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch einen Möglichkeitssinn geben. Dieser Zitat von Musil, das habe ich zum Nachdenken auf den heutigen Abend herausgestöbert und gefunden habe ich es in einem Text mit dem Titel Architektur und Notwendigkeit, den ich vor 20 Jahren geschrieben habe. Bravo! Bravo. Na, zu der Zeit kannte ich den Heidulf nur aus einer Vorlesung an der Akademie der Medienkünstler. Aus den Augen verloren, nicht weiter gekannt. Persönlich kennen wir uns erst seit 12 Jahren, aber habe gesucht, wo ich selber schon auf die Spuren gekommen bin, ohne dass ich dich wirklich kannte. Und jetzt habe ich diesen Text dabei und wollte jetzt ein oder andere Zitat daraus vorlesen. Also Bitte. Kunst. Viva la Revolution! Vorneweg noch, damit man einen größeren Zusammenhang hat. Der Text ist dem Kampf um ein Haus geschuldet, den es heute noch gibt, einen Raum, einen Freiraum für Kultur in Feldkirch. Das ist quasi mein erstes Projekt der Architektur. Das war nichts Gebautes, sondern dafür zu sorgen, dass es einen Raum gibt und der nicht abgerissen wird, dass man den jederzeit, wenn man eine nicht kommerzielle Veranstaltung macht, von der Stadt Feldkirch mieten kann, zum Selbstkostenpreis. Was dahinter steckt, ist die Gründung eines Kulturfestivals aus unserer Generation, vergleichbar, ein bisschen übertrieben formuliert, mit der Arena 70er Jahre Wien, 20 Jahre später, in kleinerer Form gibt es sowas in Feldkirch, in der Provinz auch. Meine Aufgabe als Architekt in dieser Gruppe von sicher 20, 30 Leuten war es, den Raum dafür aufzubereiten. Und das war ein heißer Kampf mit Politikern und Demonstrationen und Abrissbedrohungen. Wir haben das alte Hallenbad in Feldkirch besetzt
Und als es dann klar war, dass es nicht abgewiesen wird, habe ich zusammenfassend einen Text geschrieben mit dem Titel Architektur und Notwendigkeit. Der Subtitel war eben das Eingangszitat: Wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch Möglichkeitssinn geben. Vorangestellt an dem Text habe ich einen Musil-Textauszug aus der Mann ohne Eigenschaften gestellt. Schließt wieder eine Verbindung her zu dem, was der Philipp Konzett gesagt hat, diese Kindlichkeit. Das ist der Schluss dieses Textzitates, mit dem fange ich aber an. Solche Möglichkeitsmenschen leben, wie man sagt, in einem feineren Gespinst, in einem Gespinst von Dunst, Einbildung, Träumerei, Konjunktiven. Kindern, die diesen Hang haben, treibt man ihn nachdrücklich aus und nennt solche Menschen vor ihnen Phantasten, Träumer, Schwächlinge und Besserwisser oder Krittler. Wenn man gut durch geöffnete Türen kommen will, muss man die Tatsache achten, dass sie einen festen Rahmen haben. Dieser Grundsatz, nach dem der alte Professor immer gelebt hatte, ist einfach eine Forderung des Wirklichkeitssinnes. Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt und niemand wird bezweifelt, dass er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennt. Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht, hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen, sondern erfindet. Heidulf ist auch ein Erfinder. Hier könnte, sollte oder müsste geschehen, und wenn man ihm von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er, nun, es könnte